Als wir angefangen haben, über den Tod zu sprechen, habe ich gemerkt, ich habe eine horrende Angst vor Leichen. Eine meiner größten Ängste war, dass sie irgendwie im Sarg landet und sie ist noch nicht ganz weg. So. Und insofern waren Sie als die Person, die sie abgeholt hat, für mich ganz, ganz wichtig, weil das war mein eigentlicher Angstmoment. Und das war das Unaufregendste am Schluss in der Realität. Das hatte ich nicht erwartet. Ja, die Situation war für mich tatsächlich auch sehr außergewöhnlich gewesen. Normalerweise ist es ja so, dass wir zu zweit zum Trauerhaus kommen, zur Pflegeeinrichtung und dort erstmal eine ganz bedrückte Atmosphäre vorherrscht. Keiner weiß, was er sagen soll und für mich war es ganz besonders so, dass ich so eine gewisse Fröhlichkeit im Raum bei Ihnen, bei euch in der Familie so wahrgenommen habe und ich wusste damit auch erstmal gar nicht so richtig umzugehen. Ich glaube, ihr seid dann kurz rausgegangen aus dem Raum. Ne? Und also dann sind wir einen Tee trinken gegangen und dann seid ihr irgendwann gekommen und habt gesagt, sie ist jetzt fertig. Und dann lag sie wirklich aus meiner Sicht exakt genauso. Ich weiß nicht, wie ihr dieses riesige Kissen in diesen kleinen Sarg gekriegt habt. Ich hatte das Gefühl, die Blumen liegen exakt genau da. Also dass ihr wie so ein Kompletttransfer mit so viel Liebe da gekriegt habt. Das Umlagern des Menschen, das ist natürlich auch immer eine Sache, da braucht man sehr Feingefühl für den Körper. Man muss den Körper auch einschätzen können und das machen wir im Hospiz immer natürlich zu zweit mit der Schwester dann auch zusammen oder mit dem Pfleger. Und die haben ja da auch immer die Trockenblumen dann noch verstreut und das ist immer eine ganz tolle Geste, ganz besonders auch in diesem Haus. Das war wirklich total schön. Und ich habe dann ihre Füße noch rausgeholt, weil sie hat immer so geschwitzt an den Füßen. Genau, daran kann ich mich erinnern. Und dann habe ich danach überlegt, war das richtig, war das falsch, ist ihr jetzt kalt? Nee, also nach der Abholung im Hospiz ist es wirklich so, dass alle Verstorbenen sehr sauber sind, gut angekleidet sind von dem Personal dort und wir hier gar nichts mehr machen, außer die abschließenden Fotos. Ne? Ich weiß nicht, je nachdem, ob das gewünscht ist, kriegen dann die Angehörigen die abschließenden Einbettungsfotografien von uns und danach bleibt der Sarg dann verschlossen und wird dann so in das Krematorium überführt. Ja. Ich fand das sehr speziell, dass sie es geschafft haben. Ich hatte das Gefühl, sie hat nicht eine einzige Erschütterung erlebt. Dass sie wirklich jede kleine Türschwelle ausgleichen, dass ihr Auto total vorbereitet ist darauf, dass wirklich, also ich glaube, so sanft ist mit mir noch nie umgegangen worden. Also aus meiner Wahrnehmung, die meisten haben wirklich Berührungsängste mit dem Thema. Obwohl dieser Moment des Abschiednehmens ja so wichtig ist, auch um das für sich zu realisieren. Die Trauerphasenmodelle, genau, das ist ja diese erste Phase, dieses Nicht-Wahrhaben wollen. Und die kann man schon in den ersten Stunden dann so durchleben, indem man sich bewusst auf die Situation einlässt und sich auf sich wirken lässt.